Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Mittlerweile sind wir schon angekommen bei Nummer 25, ja. Mittlerweile sind wir schon bei Nummer 25 angekommen. Combat Patrol natürlich, und zwar gibt es jetzt die ersten Shades. In der Vergangenheit, ihr wisst ja, ich male normalerweise meine Figuren anders an, aber wir gehen eben Step für Step genau so vor, wie es die Combat Patrol Hefte verlangen, damit ihr auch sehen könnt, wie man das mit Combat Patrol von Anfang an lernen soll, diese Minis zu bemalen und vor allem welche Farben man so der Reihe nach kriegt. Entsprechend haben wir bislang nur die Grundfarben aufgetragen, wenn überhaupt. Ich glaube, die Space Marines und die Tyranniden sind mit Grundfarben fertig. Von daher kommen jetzt die Shades. Und zwar Nuln Oil und Carroburg Crimson. Sorry, falls ich irgendwas davon katastrophal ausspreche. Das Nuln Oil ist so der heilige Gral bei Warhammer, würde ich mal sagen. Das kannst du im Prinzip fast überall drüber kippen. Sieht eigentlich nie schlecht aus, vor allem auf Rüstungen gibt es einen richtig geilen Effekt. Das Metall sieht dann auch super aus, so ein bisschen ranzig, ölig, wie man es eben haben will. Generell arbeitet man damit bei den Space Marines an den Kanten und so. Ihr werdet es ja gleich sehen. Carroburg Crimson ist für die Tyranniden gedacht. Dazu später mehr. Lore gibt es nachher auch noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau was. Erstmal wird gemalt. Heute gibt es extrem viel. Ich werde also wieder wahrscheinlich nur einen Teil anmalen, aber wir gucken mal. Viel Spaß. Und wie immer, liken, teilen, abonnieren. Jetzt rein in den Inhalt. Dann wollen wir uns doch mal anschauen, was hier drin ist. Übrigens, ich habe was an der Beleuchtung geändert. Die Reflexion sollte weg sein. Falls sie noch da ist, sehe ich es erst im Schnitt, deshalb sorry. Spätestens im nächsten Heft ist dann weg, aber ich glaube, sie ist nicht mehr da. Also, wir sehen schon, Nuln Oil und Carroburg Crimson sind drin, außerdem ein Shade-Pinsel. Zudem gibt es Infos über die Fraktionsfähigkeiten der Tyranniden. Ja, und den neuen Pinsel halt, aber den haben wir ja schon. Also, es wird eine neue Technik erklärt beim Bemalen. Ihr wisst, wir haben die Grundfarben jetzt aufgetragen. Ich greife hier mal gerade irgendwo so einen Tyranniden. Grundfarben sind drauf, deshalb werden sie jetzt schattiert. Shade-Farben sind besondere Farben, mit denen du deinen Modellen Tiefe geben kannst. In dieser Ausgabe erhältst du Nuln Oil, mit dem du Bereichen dunkle Schatten verleihst. Außerdem erhältst du Carroburg Crimson, das rote Schatten erzeugt und damit ideal für Texturen wie Tyrannidenhaut ist. Genau, dann wird hier noch einmal erklärt. Die Farben sind dünner, die müsst ihr also nicht mit Wasser vermischen. Die könnt ihr normalerweise eigentlich direkt aus dem Töpfchen benutzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Wasser ranmachen, aber ist es eigentlich unnötig. Genau, das Malen mit den Shades ist super einfach. Pinsel rein und dann über die Farbe auf euer Model malen. Natürlich nur über die ihr auch schattieren wollt. Wenn ihr das ganze Model in derselben Farbe schattieren wollt, rüber damit. Also ihr merkt schon, ihr müsst hier nicht besonders genau malen. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht zu viel drauf habt, weil das Zeug sammelt sich gerne mal in Ritzen oder so. Und ihr wollt ja nicht, dass ihr später getrocknete Pfützen auf dem Modell habt. Das ist scheiße. Shade-Farben sind einfach anzuwenden, solange du einige Grundprinzipien beachtest. Lies dir die folgenden Anleitungen durch und übe diese neue Technik, indem du die Modelle deiner Sammlung weitermalst. Ja, wie ich es gerade gesagt habe. Gleichmäßig auftragen, keine Pfützen bilden lassen. Ja, und wenn sie irgendwo antrocknet, das ist tatsächlich wichtig, nicht versuchen noch mehr drauf zu machen oder irgendwie dran rumwischen. Das trocknet sich normalerweise relativ gut aus, ne? Auch wenn ihr so Fleckchen habt, wie man sie hier sieht, die trocknen sich normalerweise weg. Bei Shades immer warten, bis sie getrocknet sind und dann überlegen, ob ihr nochmal irgendwas korrigiert. Genau. Bei den Space Marines, also bei den Tyranniden, gehen wir quasi komplett drüber. Bei den Space Marines werden nur die Vertiefungen und die Kanten gemacht. Dafür bei mehreren Farben. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, können wir dann nochmal mit der darunterliegenden Farbe drüber gehen. Aber wie ich eben gesagt habe, muss trocken sein. Steht hier auch nochmal dabei. Das heißt, nach all den Jahren sind die Infos, die ich hier von mir gebe, noch richtig. Also ne, ich lese es dann ja immer nur im Nachhinein, dass ich tatsächlich recht hatte. Also die hochstehenden Sachen eben ignorieren. Je nachdem, wie man malt, ne, wenn es nur um die Vertiefung geht, werden die hochstehenden Sachen ignoriert und ihr geht einfach nur in die Kanten und so rein. Also, kommen wir hier zum Einsatz. Bei den Space Marines wird nur 0 genutzt. Und alles, was da tiefer liegt, geht ihr an die Kanten, in die Rillen rein und malt da einmal vorsichtig drüber. Das Schwert könnt ihr ganz machen, das läuft dann in die Rillen. Und an den Knarren eben auch die Magazine. Hier steht noch dabei, die Spitzen der Pyroblaster werden nicht gemacht. Leder wird auch mit Oil schattiert. Ebenso die Siegel und die weißen Sachen an den Space Marine Rüstungen. Ne?
Ihr habt ja hier die Abzeichen, da sowas. Hier, das Pergament wird nicht schattiert mit Nullen-Oil, aber die weißen Sachen. Gut, auf den Bases liegen manchmal noch ein paar tote Tyranniden rum, da müsst ihr auch ran. Beziehungsweise, das wird hier nochmal hingewiesen, dachte ich zumindest. Irgendwo ist ja noch der abgerissene Arm, den müsst ihr auch machen. So, bei den Tyranniden fangt ihr auch mit Nullen-Oil an, da geht ihr aber nur über die dunklen Panzerplatten, über die roten Sachen auf den Knochen und halt über die toten Tyranniden. Mit Carroburg Crimson macht ihr dann alles, was in Wrathbone ist, ne? Also hier. Der ist natürlich noch nicht bemalt, da kommen noch dunkle Elemente ran, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das Zünglein wird auch gemacht und halt hier die Tentakel. Ja, also fast alles, ne? Ihr seht's ja. Bei den Termaganten werden die roten Teile auch mit Carroburg Crimson gemacht. Es ist also quasi nur bei den, wie heißen sie noch? Entschuldigung, ich muss kurz nachgucken, Stachelgang. Die Flügel werden auch komplett einfach mit Carroburg gemacht, easy. Und bei den Eldari brauchen wir es nur für die weißen Helme, davon haben wir nicht so viele. Brauchen wir Nullen-Oil, ja. Für die weißen Helme und die Ledertaschen, die hat aber nur der Anführer. Genau wie die Robe, die wird dann mit Carroburg gemacht, das ist aber nur der Mantel von unserem Runenpropheten. Alright, da habe ich einiges zu pinseln, dann machen wir uns gleich mal ran. Machen wir weiter mit den Infos. Es gibt wieder was zu lesen. Eldari 08, Saim-Han. Saim-Han ist ein uraltes Weltenschiff, auf dem einige der erbittertsten Eldari-Krieger der Galaxis leben. Der Mut dieses ehrenhaften Volkes ist sagenumwoben, aber ihr Hang zum Kriegerischen hat schon oft zu Konflikten geführt, die vermeidbar gewesen wären und sogar zu solchen mit anderen Eldari-Weltenschiffen. Ja, da werden dann nochmal die Clans der wilden Reiter präsentiert, die haben wir auch noch als Miniaturen, das weiß ich. Und hier geht es ums Pantheon. Wenn ihr euch erinnert, ich habe euch in der letzten Folge erzählt, wie die Eldar, jetzt kann ich es endlich erwähnen, einen Chaosgott in die Existenz gepoppt haben und dabei eben ihr Pantheon drauf ging. Cool, dass jetzt hier ein paar Infos zum Pantheon sind, dann habt ihr eine Ergänzung zu dem, was ich erzählt habe. Da steht auch nochmal, was ich hier runtergeleiert hatte, dass eben Kane und der lachende Gott überlebt hatten und der Rest des Pantheons ausgelöscht wurde. Ja, hier geht es nochmal um Avatare des Kane, die aus seinen Splittern, aus seinen Seelensplittern entstanden sind und die gerufen werden können. So eine Figur hätte ich auch mal gerne, die sehen schon geil aus. Das ist eine Verkörperung vom lachenden Gott. Die Phönixkönige, muss ich selbst kurz reinlesen, sind uralte Exarchen, die jeweils einen Aspektschrein gründeten. Die verschiedenen Schreine konzentrieren sich auf je einen der diversen Aspekte des Kriegsgotts Kane. Okay. Als Gründer und Anführer ihres Schreins wurden die Phönixkönige zur lebenden Verkörperung jenes Aspektes ihres Gottes. Und, da wird schon gespielt. Und zwar Synapse und Schatten im Warp. Das sind die Fähigkeiten der Tyranniden, die werden jetzt hier erklärt. Was Synapse ist, wie sie es auswirkt und dann wie sich Schatten im Warp auswirkt. Und gespielt wird Kampfpatrouille Tutorial Nummer 2. Sehr cool, das geht mit Kampfpatrouille weiter. Wieder Space Marines gegen Tyranniden hier. Ein toller Strategietipp, damit wir natürlich auch das neu Gelernte einsetzen. In dem Fall jetzt, was war's? Schatten im Warp. Und noch ein Beispielzug der Tyranniden. Gut, damit wären wir am Ende. Es ist keine Siegbedingung A oder B, sondern nur eine Zusammenfassung, weil es ja ein Tutorial war. Wie geht Synapse, wie gehen Schatten im Warp? Und ich trenne mal hier gerade den Kleber ab. Schön, dass das jetzt endlich wieder funktioniert. So geht's weiter. In Heft Nummer 26, ihr seht, hier liegt keins. Dann haben wir nämlich einen neuen Heftstapel am Start. In Heft Nummer 26 ist der Phantomlord. Die Kleberei graut mir jetzt schon. Es gibt Infos zu den Seelensteinen. Es geht darum, was sich hinter dem Schleier verbirgt. Und dann, die habe ich ja eben erwähnt, kommen die Windreiter. Die sind sogar auf 3 Hefte aufgeteilt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und ich überlege mir jetzt, also wir gehen jetzt erstmal malen. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr mal Lore-Wünsche habt, könnt ihr mir die auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich überlege mir erstmal, was ich euch gleich verklicke. Erstmal sorry dafür, dass ich immer noch eine Reflexion auf den Heften habe. Wie schon gesagt, ich sehe es leider erst im Druck. Von daher, ich gelobe Besserung, ich versuche es beim nächsten Heft zu korrigieren. Bevor wir also in der nächsten Malphase zur Lore kommen, will ich euch jetzt hier erstmal noch was dazu sagen, was wir hier jetzt machen und was wir beachten müssen. Also ihr malt ja mit den Shades hier und in den Abbildungen in der Anleitung seht ihr auch schon, dass bei den Space Marines nicht die ganzen Flächen mit dem Pinsel bearbeitet werden, sondern ihr nur dort zeichnet, wo sich Vertiefungen befinden.
In diese lasst ihr dann die Farbe reinlaufen quasi, aber ihr habt dann ja auch an den erhöhten Flächen ein bisschen was von der Farbe. Später, das werdet ihr gleich sehen, bei den Tyranniden bemalen wir dann auch ganze Flächen, beziehungsweise hier ist es auch schon so, bei den weißen Ornamenten auf den Schultern, an den Knien der Terminatoren. Da machen wir auch schon die ganze Fläche und auf den Waffen beim Silber. Das ist deshalb nicht so wild, weil ihr seht, das wird dann auch ein bisschen dunkler, das verfärbt sich ein bisschen, alles klar. Der Trick ist, das dauert noch 2 Hefte, bis das kommt, aber in 2 oder sogar erst 3 Heften wird dann alles neu geschichtet. Das bedeutet, ihr werdet dann mit einem Pinsel die hochgelegenen Stellen nochmal mit der unten liegenden Grundfarbe bemalen. Es ist bei dieser Maltechnik eben so, die man hier lernt, die beruht darauf, dass man ganz viele Schichten übereinander packt. Also deshalb ja auch Schichtennummer, ne? Ihr habt da am Ende 5, 6, ja, das kommt hin, 5, 6 Schichten Farbe, bis ihr das fertige Produkt habt. Also wir haben das grundiert. Danach haben wir die Grundfarben aufgetragen. Das ist alles, was wir bisher gemacht haben. Jetzt kommen die Shades, die Schattierungen. Das machen wir teilweise bei der gesamten Fläche oder wie hier bei den Space Marines nur dort, wo es Vertiefungen gibt. In der nächsten Schicht wiederum wird dann noch einmal die Grundfarbe über die Shades drüber gezogen, sodass nur noch in den tiefer liegenden Flächen die Schattierungen drin sind. Und in einem finalen Schritt geht es dann darum, aber das dauert noch ein bisschen, bis das in den Heften kommt, dass wir Highlights setzen. Das ist dann nochmal eine neue Farbe, die ist ein bisschen heller als die Grundfarbe. Und da suchen wir uns wirklich nur die Sachen raus, die gehighlightet werden sollen. Die irgendwie hervorstechen, die höher gelegen sind als die anderen und damit machen wir dann den Abschluss. Und was dann noch fehlt, darüber haben wir auch in den Kommentaren schon gesprochen, sind eben die Bases, die Base-Gestaltung. Das kommt auch noch. Ihr wisst ja, ich habe hier noch 20 Hefte mehr liegen. Dementsprechend kann ich das schon mal vorgreifen. Ich habe beim Durchblättern auf die Schnelle, ich habe nicht wirklich reingeschaut, aber ich habe beim Durchblättern gesehen, Base-Gestaltung ist schon noch ein Thema. Da werde ich aber vielleicht, das schauen wir dann, von den Heften abweichen, denn ich mache euch ja noch mein Werkstattvideo, versprochen ist versprochen. Da werdet ihr sehen, ich habe super viele Sachen zur Base-Gestaltung. Also wirklich extrem viele. Da werden wir dann wahrscheinlich auch ein paar davon nutzen. Ein paar von meinen Büschen, Sträuchern und sowas reinnehmen. Ich habe richtig coole Farben und Sachen, Pasten eben, mit denen man Strukturen erzeugen kann, mit denen man verschiedene Effekte kriegt. Das wird geil, da habe ich Bock drauf. Aber wieder zu unserem Schattierungsstand hier. Wie gesagt, bei den Terminatoren, bei den Space Marines im Allgemeinen, braucht ihr ausschließlich Nullen Oil. Das könnt ihr über alles drüber knallen. Über die silbernen Teile an den Waffen, über die weißen Ornamente an den Terminatoren, über alles, was aus Leder sein soll, also über die Bücher, sowohl das auf dem Bike als auch das der Skriptor am Rücken trägt. Und dann eben in die tiefliegenden quasi Rillen an den Terminatorenrüstungen. In den Ellenbogen, die Platten am Bauch ist immer so eine Platte, die tief liegt. Und dann eben die ganzen Rillen, die ihr an den Schultern habt und oben an den, quasi die Wartungsluke, sag ich immer, die Wartungsluke an den Space Marine Rüstungen. Da packt ihr das auch drauf. Genau. Und dann geht's gleich weiter mit den Tyranniden. Da werde ich euch allerdings nichts mehr zur Bemalung erzählen, sondern dann kommt Lore. Ich habe mir überlegt, das passt ja ganz gut. Die Lore wurde ja letztens gut aufgenommen, deshalb werden wir da jetzt ein bisschen variieren. Wenn es so viel zu malen ist wie heute, erzähle ich euch am Anfang natürlich was zu den Maltechniken. Das wollt ihr schließlich auch wissen. Aber dann danach auf jeden Fall auch noch was zur Lore. Da müsst ihr ja auch noch was zu hören. Okay, kommen wir also zu den Tyranniden. Wie schon gesagt, hier braucht ihr tatsächlich beide Schattierungen. Hier braucht ihr das Nullen Oil für die dunklen Platten in Baraknar Burgundi, also die Panzerplatten. Das ist noch relativ leicht, da einfach drüber gehen komplett. Und dann braucht ihr das Carroburg für Rathbone Parts, also sprich die Hautfarbe der Tyranniden.
Da geht ihr auch komplett drüber. Eigentlich sollt ihr laut Anleitung die gelben Augen der Viecher aussparen. Ich fand das bei den so kleinen Köpfen zu kompliziert. Ich mache die später mit einem feinen Pinsel nochmal drauf, die Augen. Ich meine, wir malen ohnehin Schichten, dann kann ich die auch einfach nochmal einfügen im Nachhinein. Es geht darum, dass die quasi hell herausstechen sollen. Was sie natürlich nicht tun, wenn ihr da mit einem dunkelroten Wash drüber geht. Das Carroburg müsst ihr auch deckend über die gesamte Haut drüber machen, außer bei den Stachelganten. Ihr seht, deren Gehirn ist auch sichtbar und das ist Stand jetzt noch in Rathbone gemacht. Die haben ja auf der einen Seite vom Kopf diese riesen Knarre und auf der anderen seht ihr oberhalb der Zähne und Augen quasi das Gehirn freiliegen. Da ist auch extra nochmal im Combat Patrol Heft der Hinweis, dass ihr das nicht anmalen sollt. Jetzt aber zum Thema Lore. Und zwar habe ich mir gedacht, wir sind zwar eigentlich von den Heften her schon bei den Eldari, aber ich erzähle euch mal noch ein bisschen was zum Thema Tyranniden. Und zwar zu den verschiedenen Schwärmen. Das wurde jetzt ja schon oftmals erwähnt immer, aber es ist nie so richtig erklärt worden, glaube ich. Außer ihr habt es in den Heften halt gelesen, dann kann ich euch auch nicht helfen. Wie immer, ich habe die Info aus dem englischsprachigen Lexikanum zum Thema Warhammer rausgenommen, übersetzt und für mich umformuliert und zusammengeschrieben. Wenn Fehler drin sind, fett sorry. Also, es geht darum, bei den Schwärmen, die bestehen aus Milliarden und Abermilliarden von Lebewesen. Also das sind keine kleinen Schwärme, sondern es ist gigantisch. Das ist alles, was an dieser kompletten Spezies da ist, ist aufgeteilt auf 4 oder 5 Schwärme. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Und die sind alle miteinander verbunden. Jede Kreatur, die dazugehört, hat ihr eigenes Bewusstsein, aber dennoch sind sie alle miteinander verbunden und werden eben von diesem Schwarmbewusstsein gesteuert, koordiniert und als gesamte Flotte durch die Gegend geschickt. Und es ist so, dass die ja erst relativ spät in der Timeline des Warhammer-Universums aufgetaucht sind und die Menschheit da aktuell vor einem riesigen Problem steht. Die sind auch noch nicht gar nicht so deep in einem riesigen Kampf mit den Tyranniden drin, sondern das ist noch für Warhammer-Verhältnisse, ihr erinnert euch, wir sind im Jahr 43.000 und ein paar gequetschte, alles noch relativ neu. Und deshalb ist man da auch noch in der Forschung drin. Und es gibt immer wieder die Überlegung, ob es quasi eine Art Tyrannidengott gibt, der alleine ausgeschaltet werden kann, um so eine ganze Schwarmflotte zu stoppen. Bisher hat man aber noch nicht so irgendwas in diese Richtung gefunden. Wahrscheinlich ist es auch eher so, dass der Schwarm zwar als eins fungiert, aber nicht von einem einzelnen Wesen geleitet wird, sondern eher als Ganzes agiert. Versteht ihr, was ich meine? Genau, also der Schwarm hat zwar ein einziges Bewusstsein, aber jede Kreatur ist unabhängig und dennoch gibt es nicht eine, die sie alle lenkt. Wo kommen die jetzt her? Das ist gar nicht mal so genau bekannt. Die kommen von außerhalb der von Menschen bewohnten Galaxie und dringen jetzt von außen durch die Galaxie hinein ein. In das Imperium der Menschheit, aber auch in die anderen Imperien alle. Denen ist es völlig egal, ob die sich jetzt hier mit Menschen anlegen oder Eldar oder was auch immer. Und so eine Invasion sieht so aus, dass da unvorstellbare Massen von Schiffen wie Heuschrecken, das passt glaube ich ganz gut, über die Bereiche, über die Königreiche der Menschheit herfallen. Es ist so, 2 dieser Flotten sind am östlichen Rand erschienen. Eine ist quasi aus der unteren Ebene des galaktischen Raumes emporgestiegen und es soll aber so sein, dass die möglicherweise alle zusammenhängen, die 3 getrennten Flotten. Also dass es quasi eine gigantische Armee ist, die hier über die Galaxie herfällt. Und es gibt da verschiedene Theorien, da gibt es auch richtig coole Lore. Ich verknüpfe euch wieder die richtigen Lore-YouTuber unten. Es gibt richtig coole Gedanken, ob die schon ganze Galaxien ausgelöscht haben. Einfach weggefressen. Ob sie ihre eigene weggefressen haben. Ob sie vielleicht aus einem Paralleluniversum kommen, ob sie also quasi gar nicht in dieses Universum gehören. Oder am Ende, ob da entweder etwas noch viel Gefährlicheres die Tyranniden wie fliehende Ratten vor sich hertreibt, oder, ist auch eine Theorie, ob sowas wie die Alten oder die Katan, das erzähle ich euch vielleicht ein andermal, wer die sind, die Tyranniden geschaffen hat und sie quasi als Biowaffe auf das Imperium der Menschheit und alle anderen gehetzt hat. So. Also das dazu, wo sie ungefähr herkommen. Man weiß es nicht so ganz genau, aber es gibt ein paar coole Theorien. Und es ist so,
Man spricht zwar von Raumschiffen und das sind natürlich auch Flotten, das sind ja Schwarmflotten, aber das sind keine Maschinen, die da fliegen, sondern das sind auch Lebewesen. Alles bei den Tyranniden sind Lebewesen. Alle Fahrzeuge, alle Waffen, alles sind Lebewesen, auch die Raumschiffe. Die sind natürlich gigantisch groß, die sind weitaus größer als die meisten Schiffe der Menschen, aber sie sind dennoch lebendig. Und da drin wachsen auch zum Teil die Tyranniden einfach und werden eben transportiert. So. Die Schiffe sind auch immer unterschiedlich ausgerichtet. Es gibt welche, die eben als Waffen fungieren, die einfach nur zum Kämpfen sind und den Schwarm verteidigen oder eben Planeten angreifen. Dann gibt es fliegende Brutkammern, in denen die neuen Krieger heranwachsen und aus der sogenannten Biomasse heraus entstehen. An der Stelle vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung dazu, was diese Biomasse ist. Darum dreht sich alles für die Tyranniden, diese Biomasse. Wenn die einen Planeten angreifen, überfallen die den, killen alles, was sie finden und verwandeln alles in riesigen, ich sag mal Gulaschkanonen, in Biomasse. Die Leichen der Menschen fliegen da rein, die Pflanzen, alles, was man sonst zersetzen kann, was irgendwie biologisch ist, aber auch die gefallenen Tyranniden. Und wenn der ganze Planet besiegt und völlig tot ist, springen die Tyranniden selbst hinterher. Und diese Biomasse wird dann eingesammelt und daraus wird, oh Wunder, mehr Tyranniden, neue Tyranniden, mehr Krieger gezüchtet. Das ist so ein endloser Kreislauf. Und was sie aber so gefährlich macht, ist nicht nur ihre reine Anzahl, die quasi unendlich ist, ihr habt es gerade gehört, sondern auch der Umstand, dass sie anpassungsfähig sind ohne Ende. Sie lernen, sie analysieren und sie verändern sich. Und das ist der Trick. Denn auf jedem neuen Planeten, den die platt gemacht haben, absorbieren sie DNA. Klar, sie fressen ja alles. Und daraus erschaffen sie dann neue Kreaturen. Also sie nehmen alle möglichen Arten von DNA in ihre Biomasse auf und dann wachsen neue Tyranniden draus. Und die können dann ein bisschen mehr als die vorher. Die haben sich an die Sachen angepasst vom Planeten, die haben nützliche Features mitgenommen, Erscheinungen, Wesenszüge, aber auch Instinkte und eben Skills. Und so wird der Schwarm immer stärker. Mit jedem erledigten Planeten werden die gefährlicher. Es ist auch ein Rätsel, was genau ihr Ziel ist. Also ob sie einfach nur fressen wollen oder ob sie am Ende vielleicht wirklich eine Mission haben. Denn jedes der Schiffe fliegt auf einer bestimmten Flugbahn durch die Galaxie und zerstört natürlich alles, was ihnen in den Weg kommt. Aber sie scheinen schon festgelegte Ziele zu haben. Und eine der Schwarmflotten hält auch, wenn auch langsam und vielleicht mit ein paar Abstechern, auf Terra zu. Und das könnte naheliegenderweise ein ziemlich großes Problem werden. Und so sind sie langsam aber sicher wirklich zum Albtraum der Galaxis geworden. Die Annahme dabei ist, das habe ich ja am Anfang schon mal erwähnt, dass der Hauptschwarm vielleicht, wenn man richtig Pech hat, noch gar nicht eingetroffen ist. Wenn das passiert, könnten die richtig alt ausgehen. Abschließend noch die Info, die größte der bekannten Schwarmflotten bisher, falls die Hauptflotte noch kommt, ist Leviathan. Aber es gibt eben noch Behemoth und Kraken. Ich glaube, eine davon ist geschlagen, aber es besteht ja immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass neue Truppen von Rand der Galaxis nachkommen. Von daher, abschließend jetzt nochmal zusammengefasst, Tyranniden sind echt kleine, gefährliche Mistsäue. Wie ein Heuschreckenschwarm, sie denken zwar eigenständig, die Kreaturen, werden aber doch von einem Schwarmbewusstsein gelenkt. Es gibt keinen Gott, der sie irgendwie groß rumbefehligt, sondern es ist höchstwahrscheinlich, viel davon ist Vermutung, eher der Schwarm selbst, der so entscheidet, was man tun möchte, wie man vorgeht. Und es besteht immer die Gefahr, dass ein noch viel größerer, viel böserer Schwarm von allem kommt. Und was sie so gefährlich macht, ist, sie passen sich an. Je mehr Widerstand ihnen entgegensteht, desto mehr Neues können sie lernen und desto stärker sind sie, nachdem sie dann irgendwann gewonnen haben. Und es ist ihnen egal, wie lange es dauert, weil ja, sie haben fast endlose Soldaten. Also niemand mit dem, was ich anlegen möchte. Ich bin fertig mit der Bemalung und wir machen mit dem Fazit weiter. Okay, das war's mit Heft Nummer 25. Sehr viel zu tun heute. Seid mir nicht böse, ihr wisst, ich habe eine kleine Tochter. Dementsprechend konnte ich nicht für das Heft wirklich absolut jede Miniatur von Space Marines und von Tyranniden anmalen. Ich hätte es einfach zeitlich nicht geschafft. Ich hatte leider nicht die Zeit dafür. Deshalb habe ich mir von jedem Einheitentyp mindestens einen rausgesucht und die Anführer und Kommandanten habe ich sowieso gemacht.
Was ihr gesehen habt, ist, es ist immer noch ein Arsch voll Arbeit. Bei den Space Marines müsst ihr vorsichtiger sein, weil ihr eben nur in die Vertiefungen der Rüstungen reingeht und spezielle Elemente raussucht, wie beispielsweise die Bücher, das Leder, überall, was ihr so findet. Und ihr könnt an Knarren, da könnt ihr ein bisschen großflächiger arbeiten. Bei den Tyranniden ist noch mehr von der Fläche her zu malen, dafür könnt ihr aber ein bisschen gröber vorgehen. Mit Nullen-Oil einmal rüber über sämtliche Panzerplatten und dann mit Carroburg Crimson über alles, was weiß ist. Und über die Schwingen in Orange. Ich weiß gerade nicht mehr den genauen Begriff. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ich werde die anderen Figuren auch wie immer mal wieder off-camera nachbessern. Ihr dürftet vielleicht gemerkt haben, dass ihr, wenn ihr Nullen-Oil benutzt, Quantitätsgenießer seid. Die kommen extra schon in großen Dosen, die Freude währt aber kurz. Ihr braucht so viel mehr davon als von den normalen Farben. Dafür müsst ihr es nicht verdünnen und könnt einfach rüber. Wichtig ist, das steht ja auch in der Anleitung drin, nicht absetzen, nicht groß zögern und ganz durchtrocknen lassen. Und das ist ganz wichtig, vor allem bei den Tyranniden. Wenn ihr mit Nullen-Oil die Panzerplatten macht, bevor ihr mit dem Carroburg rangeht, müsst ihr das komplett trocknen lassen. Ich habe da auch echt einen harten Cut gemacht und habe das einmal komplett durchgetrocknet. Genau, im nächsten Heft kommt der Phantomlord und ich habe ein bisschen Angst vor der Kleberei. Aber wenn ich dazu komme, mache ich euch zwischendurch noch ein neues Short. Ich habe meine Klebervorräte aufgestockt und gebe euch da mal einen kleinen Überblick. Demnächst kommt auch was zu meinem Modellbau. Sind gerade nicht hier, aber ich habe einen Haufen neuer Modelle. Wenn euch das ein bisschen interessiert aus dem Bereich Lasercut, was ich da für die Märkte vorbereite, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich da auch mal ein Video zu machen. Ich habe so ein bisschen D&D-Zubehör. Ich habe außerdem Würfeltürme, die mache ich mit einem neuen Drucker, wenn der kommt. Zum neuen Drucker wird es ohnehin ein Video geben. Das nur so als kleiner Ausblick, was euch erwartet. Wie gesagt, das Short zum Kleber habe ich fest vor. Die anderen Sachen versuche ich hinzukriegen. Wie immer kann ich es nicht versprechen, aber ich gebe mir Mühe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, schaut auf Twitch rein. Und sobald er kommt, poste ich natürlich auch meinen Online-Shop. Ich habe zwar einen bei Etsy, da sind aber nur fertig bemalte Miniaturen drin. Da soll jetzt auch noch mehr Lasercut-Zeug rein. Ich glaube, den Link findet ihr trotzdem, aber das wird alles ausgebaut. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.